Die Woche neigt sich dem Ende zu. Reis und Eier werden am Freitag angeliefert und im Lokal und im Hinterzimmer gestapelt. Leider nicht die volle Menge, aber wir werden einen Großteil der Bedürftigen versorgen können. Am Samstag, dem 6. November, ist dann Action-Tag. Der Dino hat heute Morgen noch Mails von Freunden und Bekannten beantwortet und darin unter anderem geschrieben, dass die Sonne scheint und die Regenmäntel diesmal nicht gebraucht werden. Pünktlich zur Mittagszeit zeigt ihm dann Petrus, wer beim Wetter das Sagen hat, und es fängt an, heftig zu schütten. Der Dino sieht ziemlich doof aus, schämt sich für seine Wetterprognose und übt sich in Demut. Aber die Coroneros der Reis- und Eier-Crew gehen ungerührt ihrer Arbeit nach. Sie packen Portionen, schwatzen und machen Späßchen. Kein Wunder, die sitzen ja auch im Trocknen. Sie kennen ihre Ziele und scheren sich nicht um Wetter, Politik oder anderen belanglosen Kram. Sie wollen nur helfen und hoffen auf ein baldiges Ende ihrer Mission. Also Corona, verpiss dich und ihr Touristen kommt bitte nach Phuket, damit wir unseren jetzigen Job bald vergessen können. Wie immer wird der Tisch für die Registrierung im Hinterhof aufgebaut und die Bürokraten bereiten sich vor. Und vor dem Lokal werden die Ausgabetische bestückt. Petrus zeigt Mitleid mit dem reuigen Dino und stoppt den Regen, ehe der Corona-Reigen beginnt. Aber die Bedürftigen, die eigentlich für 16 Uhr zur Ausgabe bestellt waren, kamen natürlich schon ab 11 Uhr vormittags, um sicherzustellen, dass sie eine Ration ergattern. Sie stellten sich während des Regens in der nahegelegenen Markthalle unter
und leiden danach unter der Hitze unter den Wellblechdächern, bis es endlich losgeht. Dann setzt sich die Kolonne in Bewegung, um vor dem Hinterhof die Nummern in Empfang zu nehmen. Aber erstmal schön die Hände desinfizieren und die Umbescheinigung vorzeigen, dann registrieren und dann bitte zurück zur Essensausgabe. Heute mit dabei ist Michael, einer unserer Dauerspender, der erst vor 3 Tagen in Phuket angekommen ist, und 2 Neulinge. Thomas und seine Tochter Amelie haben letzte Woche bei uns tauchen gelernt und erfahren, wie gemütlich und unterhaltsam wir unsere Wochenenden gestalten. Und sie wollen dabei mithelfen. Für Amelie der perfekte Einstieg. Sie geht anschließend an Phuket für 1 Monat auf ein Praktikum in einem Bangkoker Waisenhaus. Da kann sie hier schon mal erste Erfahrungen sammeln. Und Michael, der alte Phuket-Haudegen, hat sich kräftig eingesetzt und gleich nochmal tief in seine Geldbörse gegriffen. Grins, das hilft uns wieder weiter.
Die Kohle hat nicht für das volle Programm gereicht, aber wir konnten immerhin über 200 Familien füttern. Deswegen haben wir auch relativ früh Feierabend heute. Es wäre uns natürlich lieber, Überstunden zu machen, um möglichst viele zu versorgen. Wir tun eben, was machbar ist. Also, die Karre noch für den morgigen Auftritt im Villenviertel und für die Selbstabholer beladen und dann ab nach Hause. Die Versorgung der Nichtmobilen geht am Sonntag reibungslos über die Bühne. Erfreulich ist, dass 2 von denen genesen aus dem Krankenhaus zurück sind. Mal wieder Glück gehabt. Und dann stellt der Dino fest, dass die Speicherkarte seiner Kamera nicht mehr funktioniert. Die Kamera läuft, aber die Karte nimmt keine Daten mehr an. Entweder hat Korönchen sie geküsst oder sie hat nach 1,5 Jahren satt, immer nur das Elend zu speichern. Egal, es gibt Schlimmeres. Euch in Europa wünschen wir, dass der Winter nicht zu hart wird und dass ihr gesund bleibt. Bis dann, eure Corona-Gang.